Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin heute hier in Dollenstein. Da gibt es diesen Jägersteig. Der ist so ungefähr 6,5 Kilometer lang, wobei der Hinweg nicht ganz ohne ist, weil der hat teilweise alpinen Charakter. Sprich, man muss sich da schon ein bisschen durchkämpfen, manchmal mit Händen festhalten. Und trittsicher sollte man auf jeden Fall sein. Gute Ausrüstung, und es wird auch empfohlen, wenn das so nass ist und es regnet, dass man diesen Steig nicht geht, weil er doch einen recht hohen Schwierigkeitsgrad hat. Nun, heute ist, was haben wir denn heute? Donnerstag. Ja, bei mir ist gerne Donnerstag. Und der Wanderparkplatz, der sich am Beginn des Steigs befindet, ist leer. Mein Auto ist das einzige. Ich denke, wir gehen einfach los. Bin gespannt, was uns erwartet. Oh, es ist schon 15 Uhr um 3. Ja, ich bin ein bisschen später losgekommen, weil ich das letzte Video noch geschnitten habe. Hat ein bisschen länger gedauert, war nicht ganz so einfach. Aber ich würde sagen, machen wir los. Gehen wir. So, ich bin jetzt hier an dem Einstieg und dieser Jägersteig ist als Klettersteig angesetzt. Hier steht es nochmal 2 bis 3 Stunden. Festes Schuhwerk, nicht bei Regen und trittsicher sollte man sein. Also, gehen wir es an, oder? Da geht's hinauf. Bin ich gespannt, ob ich das mit dem Stativ und der großen Kamera heute hinkriege. Heute filmt nicht die GoPro. Ich versuche die ganze Zeit die A6600 zu nehmen. Mit dem 1655-28. Hat ein ganz anderes Eigengewicht als die GoPro. Ja, und wir schauen mal. Eine Sache, die mich jetzt schon ein ganzes Stück nervt, ist, dass die parallel unten die Straße dazu geht und dass dort doch viele Autos fahren. Ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Eine Sache noch zu den Videos. Das hier ist heute das letzte, was pünktlich Freitag 18 Uhr kommt. Wie das weitergeht, weiß ich nicht. Der Stress ist aber ziemlich groß. Und wie die meisten von euch wissen, gehe ich ja nebenbei noch ein bisschen arbeiten und Videos schneiden und machen und Tour. Und ich möchte nicht mehr irgendwas ausdenken, irgendeine Tour machen, die da bloß damit am Freitag eine online geht. Das möchte ich nicht. Und deswegen kann es sein, dass mal 2 Wochen nichts kommt, kann sein, dass mal 3 Wochen nichts kommt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Wenn nicht, probier es einfach selber. Das ist mir einfach im Moment ein bisschen fett. Ich habe jetzt über ein halbes Jahr jede Woche eine Tour reingesetzt. Und wie gesagt, ich möchte dich nicht langweilen, indem ich zum 3000. Mal an der Kamera vorbeilaufe und durch den Wald. You know? Ich möchte schon Sachen machen, die mich interessieren, die mir Spaß machen und wo ich der Meinung bin, da hast du auch was davon. Okay? Also, mach mal weiter. Ja, und hier haben wir schon die erste Leiter.
Also, weiß nicht, wie gut der noch hält, aber er wurde wahrscheinlich von den Verantwortlichen als gut befunden. Und die Leiter, die Sprossen sind natürlich schmierig von dem lehmigen Boden. Deswegen übermütig werden ist nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich alleine unterwegs ist. Also ich habe hier keinen doppelten Boden, keinen Plan B, keinen Menschen, der mir hier irgendwo hinterhersteigt und guckt, wie es mir geht. Aha, und jetzt kommt hier was mit einem roten Ausrufezeichen. Na, das gucken wir uns an. Da steht noch ein Schild. Jägersteig. Wir befinden uns hier. Also Stunde bis 1,5 sind wir unterwegs gewesen. Wir sind jetzt, siehst du es, dieses Stück gelaufen. Sind jetzt hier. Ab hier wird's. Hier ist der einzige Zwischenabstieg. Ach so, nö, wollen wir ja nicht. Auf dem Jägersteig Gehzeig bis zum Wanderweg am Hangfuß 10 Minuten. Ein weiterer Steigverlauf ist das Verlassen des Steiges nicht mehr möglich. Restliche Weglänge 4,5 Kilometer. Ein Rundweg. Reine Gehzeit 1,5 bis 2 Stunden. Also schön zum Laufen ist das schon. Echt cool. So, jetzt kommen wir zur ersten Aussicht. Ich hoffe mal, dass es eine hat. Ich hoffe mal, dass es eine ist, weil hier geht ein Trampelpfad hoch. Ja. Schon schön. Mir gefällt's. Bin jetzt gerade auf dem Sommerfelsen. Oh, das ist eine Aussicht. Also, oh, da unten ist so ein kleine Scharte, kleines Türchen. Schöne Aussicht, sehr schön. Super. Da hinten komme ich dann herunter. Also ist nicht mehr weit. Jetzt muss ich bloß mit meinem Stativ und der Kamera wieder von diesem Felsen runter. Rauf ist immer recht einfach. Und das hier, ich denke, du siehst es, ist alles ein bisschen rutschig. Rutschig, flutschig. Und das reicht. 3 Meter reichen, um sich das Genick zu brechen. Nur mal so. Aber das haben wir heute nicht vor. Gut, dann probieren wir das mal. Scheint zu funktionieren. Ja. Okay, mach's gut. Nee. Komm runter. Na komm. Man hat's nicht leicht mit dir, weißt du das? Überall hin mitwollen und dann nicht runterkommen. Na komm. Tjack. Dann probieren wir es doch noch mal. So.
Schaut gut aus. Gut, war ja gar nicht schwer. Also ein bisschen Mühe geben könntest du dir schon mal. Geh ab und zu vor die Tür. Das sage ich nicht umsonst. Also, weiter geht's zum nächsten Ausguck. Ja. Da, da, da. Oh. Fuck. Okay. Also hier sieht schon krass aus. Er hat ganz schöne Bäume umgelegt. Und der Steg ist wirklich bloß ein kleiner Pfad. Sehr, sehr schön, aber ziemlich ausgesetzt manchmal. Also es geht jetzt hier keine 500 Meter runter, sondern vielleicht bloß 50 oder 20 oder 10. Da gibt es nur, wenn man abstürzt, einen kleinen Unterschied. Wenn du 500 Meter freien Fall hast, geht es und hier geht es okay, das ist der Unterschied. Macht beides fett, aua. Gehen wir weiter. Das ist wieder eine Sache, die hat man hingelegt. Der liegt in der Wegrichtung, der quer, um den zu stützen. Weil hier der Hang so abschüssig ist und das stinkt richtig, so nass ist der mit dem lehmigen Boden. Das riecht nicht gut. Man sieht es an vielen Spuren, wie viele Leute hier schon gerutscht sind, wie weit es diesen Boden rausgetragen hat. Also ungefährlich ist es nicht. Wenn es hier frisch geregnet hat, ist das wie Schmierseife. Dann würde ich das nicht gehen. Also muss ich sagen, hat mir damals Riedenburg zwischen... Boah, ist das schon schmierig. Dieser Felsen da, wo gerade mein Schuh langsam mit rückläufigen Aszendenten oder so zwischen Brunn und Riedenburg gibt es diese Klamm. Die liegt auch den ganzen Tag im Schatten. Die ist an einem Nordhang. Und da ist es halt das ganze Jahr irgendwie schmierig. Es sei denn, wir haben mal 4 Wochen Trockenheit. Aber das hatten wir ja dieses Jahr nicht. Da war ich jetzt 3-mal und 3-mal hatte ich nicht so sehr viel Glück damit. Aber das hier ist schon wow. Schön. Ich finde es einfach nur schön. Sehr schön. 10 Minuten später, nicht so sehr viel weiter. Wie geht's hier weiter? Also es ist fast wie in den Alpen. Du siehst nicht, wo der Weg weitergeht. Aber er geht weiter. Da zwischendurch. Eine Gasse. Gucken wir mal, ob wir hier durchpassen. Wird auf jeden Fall interessant mit Kamera. So. Im Zweifelsfall langsam. Ich habe bloß eine Hand zum Festhalten, die andere hält die Kamera. Also ich bin jetzt hier hoch. Hier sind aber keine Markierungen mehr. Weg hat sich gegabelt, da war noch eine. Oh, eine Bank. Wow. Und der bin ich gefolgt. Und seitdem gibt es keine mehr. Ist das schön. Wow. Also, haben wir die Hälfte von dem Reststück. Da drüben, auf dem Felsen war ich gerade. Nachdem ich nun meinen Weg ein bisschen verloren habe, versuche ich ihn hier mal
wiederzufinden. Ah, da ist der rote Strich auf weißem Grund. Naja, so sehr verkehrt bin ich dann wohl nicht. Kleiner Umweg, ein paar Höhenmeter mehr. Aber die Aussicht war herrlich. Und das hier scheint ein Kletterfelsen zu sein. Ja, was sieht man? Das ist hier so eine Passage. Hier muss man höllisch aufpassen. Geht's runter und da drüben geht's wieder rauf, so wie das aussieht. Muss man hier. Also wenn das hier richtig schmierig glatt ist, wird es richtig lustig. Fängt es an spannend zu werden. Ja, da ist der rote Strich hinter den Blättern versteckt. Da muss es also zwischen den Felsen wieder raufgehen. Ja, jetzt fängt es an richtig alpin zu werden. So, also weitwinkliger geht es bei mir nicht, ich bin auf 16 mm. Oh Gott. Ah, hier ist, siehst du, ist das Seil, diese Klettersteig-typische Sicherung. Mach ich dich mal aus. Da bin ich gerade hochgekommen. Und genauso geht es jetzt hier wieder runter. Und für solche Seile ist es immer hilfreich, ein paar Handschuhe dabei zu haben. Egal welche. Olli hat ein paar einfache dabei. Die zieht er jetzt an. Weil wenn das hier mal zzt macht, dann ist der Bast runter von den Fingern. Und das wollen wir ja nicht. Wir brauchen die ja noch eine Weile. Also bis gleich. Das ist ja so eine Stelle, ich weiß nicht, ob du das so gut siehst. Alles von Wurzeln durchzogen und die Steine sind nass. Und demzufolge können die verdammt glatt sein. Also hier muss man wirklich alle Sinne beieinander haben. Sonst könnte der nächste Schritt in der Tat der letzte gewesen sein. Für längere Zeit. Hier haben wir das nächste seilversicherte Stück. Allerdings, was auch hin und wieder vorkommt, kannst du das sehen? Genau, da heißt es besonders gut aufpassen. Und hier sind die Handschuhe noch mal ein Stück wichtiger. Siehst du, diese Wurzel hier ist lose und glatt. Jetzt geht es wieder runter und da drüben bestimmt wieder hoch. Würmer frästen Landkarten in das Holz, das mich jetzt am Abstürzen hindert. Was sehen meine Augen? Da ist ja noch ein Tor. Ich glaube, das habe ich auf der Karte gelesen, genau. Dieses Tor. Okay, da geht's runter. Wir gehen durch dieses Tor. Ich hoffe, du kommst mit. Oh. Siehst du? Finde ich schön, aber wir sind gleich unten. Das sind vielleicht noch so eine Baumlänge, 20, 25 Meter von der Höhe her. Dann bin ich wieder unten auf dem Weg zurück. Dann habe ich die ganze Tour, also diese, ich gucke unten nach. Wir reden unten nochmal. Ich versuche hier heil runterzukommen. Ich glaube, das ist besser.
Da steht Rastplatz 80 Meter. Das machen wir jetzt. Weil ich brauche jetzt dringend Kaffee. Schau mal. Das gibt's heute für mich zum Kaffee. Du weißt es jetzt, ich weiß es schon die ganze Zeit. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Hallo. Willst du wissen, was ich alles dabei habe? Regenjacke. Kleines Tarp. 1,40 Meter mal 2 Meter. Da ist der Graufilter drin. Das kennst du schon. Ein kleines Stativ. Erste-Hilfe-Set. Gerade auf dem Trail. Nicht ohne. Hier ist meine GoPro drin. Wollte eigentlich einen Zeitraffer machen, aber die Wolken, naja, glaube, das lohnt nicht. Dann, oh, das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Hier ist Besteck drin. Hier ist ein Pusterohr und ein Windschutz für, genau. Und hier ist mein Spiritus drin. Alles. Stirnlampe noch. Fertig. Das war's. Mehr haben wir nicht. Und jetzt gibt's Kaffee. Ein bisschen Ordnung am Tisch. Ist sowieso nicht meine Stärke. Ich kann andere Sachen besser als Ordnung halten. Sachen wiederfinden, ja. Das ist der Trangia-Brenner. Da haben wir Spiritus drin. Immer noch original. Das sollte reichen. Der Spiritus hat eine negative Eigenschaft. Der ist vergällt. Sprich, wenn du auch nur einen Tropfen an die Finger hast, machst du das. Special Aroma. Sag ich bloß. Special Aroma. Ekelhaft bitter. Das schmeckt überhaupt nicht. Kannst du glauben. Bist du drin? So, geschafft. Bin wieder an meinem Auto. Ja, ich denke, das war's. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich für heute. Ich werde jetzt noch an meinem Schlafplatz fahren und ein kleines Feuerchen machen. Mich ein bisschen ausruhen und alles für morgen vorbereiten. Und dann schauen wir mal. Also, schön, dass du wieder dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib gesund. Bleib neugierig, bleib mir gewogen und geh ab und zu vor die Tür. Tschaußen, dein Olli.